Wir haben natürlich schon einen sehr längerfristigen Trend, dass die Parteien und die Regierungen in der westlichen Welt weniger Vertrauen genießen, als das noch etwa in den 1960er Jahren war. Das hat viel auch mit sozial-strukturellen Veränderungen zu tun, mit der Professionalisierung der Politik. Es ist eine politische Klasse entstanden, die nicht mehr so eindeutig zurückführbar ist auf ihre Wähler. Entscheidend ist aber, dass dann vor allem nach dem Fall der Berliner Mauer nach 1990 nochmals eine ganz andere Entwicklung eingesetzt hat, eine starke Globalisierung und mit dieser Globalisierung eine verstärkte Nutzung von etwas, was ich gerne als nicht majoritäre Institutionen bezeichne. Der Schwerpunkt liegt eben nicht mehr zwingend im Parlament und in den Mehrheitsentscheidungen, die dann im Parlament als Folge von Wahlen der Bevölkerung getroffen werden, sondern sie sind ausgelagert worden an andere Institutionen. Das aber, um das auch deutlich von vornherein zu sagen, durchaus mit guten normativen Gründen. In dem Maße, in dem wir in einer globalisierten Welt leben, haben natürlich Entscheidungen, etwa einer Bundesregierung, auch Auswirkungen, die weit über die nationalen Grenzen hinausgehen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass viele Menschen einfach nicht sehen, wie sie jetzt tatsächlich politische Entscheidungsprozesse auf der europäischen Ebene beeinflussen können. Und das ruft dieses Gefühl hervor, dass man nicht mehr gehört wird, dass man nicht mehr dazugehört, dass man sozusagen keinen Zugang zu den politischen Entscheidungsprozessen hat. Eine Entfremdung vom politischen System, die stattgefunden hat. Solche Eingriffe durch internationale Institutionen in nationale Gesellschaften muss erfolgreich gerechtfertigt werden, muss erfolgreich legitimiert werden. Und da ist das große Scheitern dieser Ordnung, die nach dem Fall der Mauer entstanden ist, dass nämlich wir viele Fälle haben, in denen die Grundregel aller anerkannten Legitimität einfach missachtet worden ist, nämlich dass gleiche Fälle gleich zu behandeln sind. Die Großmächte haben sich herausgenommen aus diesen Regeln. Es wurden in bestimmten Fällen auch militärisch in Gesellschaften interveniert, wenn es im Interesse der großen Mächte war. In ähnlich gelagerten Situationen mit ähnlichen humanitären Katastrophen, etwa Ruanda, hat es nicht entsprechende Eingriffe gegeben. Es gibt viel globale Regelungen, aber die sind eben häufig nicht so, wie sie sein sollten. Ein klassisches Beispiel ist natürlich die Klimafrage. Wir wissen alle, es gibt internationale Regeln, die das Klima betreffen. Wir wissen aber auch alle, sie reichen nicht aus. Sie sind viel zu schwach, um tatsächlich die Erwärmung der Erde auf diese 1,5 Grad zu begrenzen, die eigentlich wünschenswert wären. Also es gibt sehr viel davon. Sehr viel auch gerade in dem Sinne, dass viele Leute sagen, wir wollen nicht gemaßregelt werden durch diese abgehobenen internationalen Institutionen, die durch kosmopolitische Eliten kontrolliert werden. Aber es gibt umgekehrt eigentlich viel zu wenig davon. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, einer der schönen Sätze, die sich hier herausgebildet haben, ist, dass man sagt, Global Governance ist ein bisschen wie Mensa-Essen. Es ist schlecht, aber es gibt nicht genug davon. Also diese Art von doppelter Herausforderung, das ist das, was tatsächlich das Global Governance-System auszeichnet.